Ihr guckt hier wieder auf den wunderschönen See bei Xichang und hier im Hintergrund den Berg, den wollen wir heute besuchen. Da die Folge allerdings über eine Stunde lang wäre, teile ich die auf. Heute im ersten Teil gehen wir unten am Fuß des Berges in das Minderheitenmuseum der I. Super interessant, wenn ihr Bock habt, schaut hier weiter. Ansonsten direkt morgen kommt noch eine weitere Folge und da gehen wir den Berg hoch. Könnt ihr mich wieder hören, wie ich leide und kriegt einen geilen Aussicht von dort oben. Viel Spaß. Ins Affenmuseum gehen wir. Guckt, da sind die schon. Ja, sei froh, dass du nichts hast. Die greifen uns gleich an. Die kann man doch hinwerfen. Mag keine Affe. So, UAS kenne ich, ja. Gut, dass du was zu futtern hast, ne? Sonst würdest du uns ja. Jetzt können wir ja. Ja, filmen darf man dich, oder? Bros. Ich dachte, das ist ein Mingju-Museum. Jetzt haben wir hier Mr. President. Gibt's noch 5? Tja, nur 5 Bros. Wir gehen jetzt ins I-Minderheitenmuseum. Ja? Schickst du ein Foto an dein Opa oder was? Ach, hier gibt es einen Knoten. Das ist jetzt ungefähr genauso wie beim Kommunistischen Museum. Macht Pause, wenn ihr Bock habt. Könnt ihr einfach hier durchschauen. Ja, wenn du willst, dass jemand deine Geschichte liest, schreib sie nicht nur in deiner Sprache. Stimmt's? Okay. Ja, das ist, wo die überall leben. Zurück. Das ist das Land der I. I-Minderheit. Also I sind insgesamt 304 Millionen. Was? Menschen? Oder Fläche? Also geht zurück ins 1. Jahrhundert vor Christus. Ach, hier geht sogar noch weiter zurück. Ja. Das ist hier die Zeitlinie. Das sind die ganzen Dynastien von China. Beziehungsweise was hier dann war. The Ethnic Group. Hier steht's. 9,8 Millionen in 2021.
Und in Yunnan sie leben 5 Millionen davon und in Sichuan 3 Millionen. Lishan ganze Jahr an Ibing, Luzhou, Hanzhouhua. In dieser Präfektur leben 2,9 Millionen I. Sogar bis Guangxi, also in die Provinz hinter Yunnan. Hier, 54%, also knappe Mehrheit. Hier gibt's so alte Schrift. So wurde früher mal in China geschrieben. Auf Bambus. Und genau, das haben wir schon ganz oft gesehen, so an Straßenschildern. Die haben ihre eigene Iwen Qingchu. Ihre eigene Sprache und Schrift. Okay, und es gibt einen Unterschied zwischen Guizhou, Sichuan und Yunnan und Xinan. Okay. Okay, es gibt also so Variationen in der Schrift. Guck mal hier. Moment. Die vorletzte Spalte kann ich lesen. Das ist die alte Schrift. Ja. Jin U Daida Wen. Okay, und ganz drunter ist noch älter. Oh. Okay, muss ich nochmal Wörterbuch nachgucken. Of human gene maps and proofs China's origin from A. Okay, also von den Xiang People Menschen stammen die ab. Aus der Region Gansu und Qinghai sind die quasi eingewandert. Gansu liegt links oberhalb von Sichuan. Und durch den Klimawandel sind die dann hierher gekommen. Haben sie eine gute Entscheidung, glaube ich, getroffen. Hier ist ja ganz nice. So. Hier gibt es aus dem Neolithikum Funde und aus der Bronzezeit. So eine kleine Szene. Wir müssen ein bisschen Weg gut machen. Die sind ja ganz schön laut. Okay, die haben Sklavenhaltung betrieben. Okay, according to Russian Slavery Society of Ipibet, and migrated in Lushan, Liangshan to Sanya. Okay, also sowohl in der Han-Geschichte als auch in der I-Geschichte schreibt über die Sklaven. Okay, und das ist dann immer Stamm, also jeder Stamm hat so Sklaven. Okay, und das haben die hier in Lingshan sich ausgedacht, der Region hier. Okay, mal gucken, ob ganz am Ende die auch immer das noch heute praktizieren. Okay, also hier hat sich ein bisschen gewandelt. Hier ging es quasi gerade um Landbesitz. Headsman. Ups. Oh, und dann springt die Geschichte in die Opiumkriege
Der Einfluss von Europäern in China mit den Opiumkriegen hat die Gesellschaft nicht geändert hier. Warte. Ja. Red Army, Rote Armee. Okay, also die Rote Armee hat sich quasi mit den gegen die Sklavenbesitzer und die Warlords gerichtet. Und so hatte man dann auch zusätzliche Soldaten für die Armee gewinnen können. Na und jetzt hat der Prozess angefangen, oder im letzten Jahrhundert hat der Prozess angefangen, die Sklaverei abzuschaffen. Also hier 139 Stämme, Familienstämme sind da zusammengekommen und haben einen Pakt der Einheit, nationalen Einheit unterschrieben. Okay, also hier in Mao Hand geschüttelt und Sklaverei abgeschafft. 1956 wurde dann endgültig die Sklaverei abgeschafft und damit beginnt eine neue Ära für die und die Formung letztendlich einer nationalen Identität. Ja, und das ist quasi, ja, China sieht sich ja selbst immer als ein Mehrkulturenstaat und spricht den einzelnen Kulturen, je nachdem, was ihre kulturellen Werte sind, dann besondere Regeln zu und einen hohen Grad der Selbstverwaltung, deswegen auch autonome Zone, heißt dieses Gebiet, wo wir hier jetzt drinne sind, wird von den Menschen, die der Volksgruppe angehören, größtenteils verwaltet. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass trotzdem jetzt jemand, der Han-Chinese ist und zum Beispiel hier lebt, dass er auch natürlich einen Posten bekommt. Sonst wäre das wiederum diskriminierend. Ganz vorne haben wir dieses Verhältnis gesehen, also 54%. Ist jetzt natürlich die Frage, ob da inwiefern das umgesetzt wird, auch in Funktionen, die dann man in einer Regierung innehat. Okay, hier wird nochmal ein bisschen drauf eingegangen, auf die verschiedenen Gruppen im Sklavensystem. Okay, also 10%. Okay, also einfach hin und her geschoben, die Leute. Okay, also 1% Kontrolle über den Rest. Hier gibt es noch ein paar Kanonen. Wherever. Ja, na gut, hier geht es jetzt natürlich ein bisschen wenig um den Rest der Kultur. In dem Museum ist quasi der Fokus auf der Geschichtserzählung zum Sklavensystem. Okay, also Militärsystem der Familien. Und hier gab es quasi so Meeting-Systeme. Da ist ein Typo. Und hier das hierarchische Heiratssystem. Also verheiratete Frauen dürfen wieder verheiraten, auch mit dem Bruder vom Mann. Und Mann
Männer dürfen wieder verheiraten in die Familie der Frau. Ja, aber Cousins ist verboten, also Cousins verboten. Und Order of Slaves, 12 Pure Blood Lineage Post Simo, also die habe ich jetzt nicht vorgelesen. Die zwei oberen Gruppen haben quasi eine Heirat in untere Klassen verboten. Ich sag mal, es gibt zwei Gänge, ich nehme den Gang geradeaus. Du nimmst den Gang geradeaus, okay. Bis morgen. Bis morgen. Also immer Blutsbeziehungen. Schon wieder fertig, was? Ich bin ja auch gleich zu Ende. Ja. Frage, die ich jetzt noch habe, ist, warum haben die Sklavenbesitzer diesen Deal zugestimmt und eigentlich ihre Macht abgegeben? Ja. Ah, okay, also die unteren Klassen haben rebelliert gegen die oberen hier 1914. Households with offspring being seized by masters and executed of slave owners. Ah, okay. Also durch Revolte und Femhor-Wutja, Tumu Slave Owner Ruling. Und hier gab es gegen diesen spezifischen Besitzer, Sklavenbesitzer auch 1931 eine Revolte. Ah, okay, guck mal, hier gibt es noch Astronomie, Kalender und produzierende Technik. Dann gehen wir mal von hier. Die haben so Körperverformung gemacht. Used length of human fingers, stretch both arms. Ah, also der Körper als Messeinheit quasi. Ah, okay. Die hatten keine speziellen Handwerkstechniken. Sehr oft bei den Systemen, dass dann einfach, es geht dann nur um Macht. Okay, Medizinpraktiken hatten die. Okay, also die waren ein bisschen besser für die Bergregionen in der Produktion. Und das waren hier die klassischen Tiere, also Pferd, Schwein. Das ist aber ein fettes Schwein, oder? Krass. Wagyu, okay, achso, das ist ein spezielles Rind. Wagyu. Okay, und weil die in ihrer eigenen Gesellschaft quasi so gefangen waren, haben die auch nur für sich selbst produziert. Conducted Handel bei Barting Goods and... Ah, okay, doch, hatten auch Kontakt mit anderen, also auch zum Beispiel mit den Han. People couldn't be separated from Han and vice versa. Live without Han people had sold and Han people couldn't live. Okay, also Salz gegen Leder tauschen.
Okay, und hier sind so die Handelsverhältnisse aufgeschrieben. Ein Schaf gegen ein Schweinekopf. Oder ein Isma, also ein Pferd gegen einen Rinderkopf, entspricht 5 Ziegen. Genau, und das haben wir schon gelernt, deswegen haben wir hier Buchweizen so viel. Buchweizennudeln, Kartoffeln, Oat. Slash and burn farming methods. Ist noch ein Filmchen. Gleich den Anfang suchen. Oh, people number. Days of the month in the year. Okay, eine 12-Tage-Woche. Rounded und 36 Tage im Monat. 10 Monate. Und die restlichen 5 Jahre waren Neujahrsfest. Ach, genau, hier erzählt er das gerade auch nochmal. Wir waren hier quasi beim chinesischen Kalender beeinflusst. Okay, dann sind wir hier am Ende. 他在说上头还有风景，我们开上去，上面还多风景。 Okay, also, das waren die I. Ich habe jetzt nicht jeden Text vorgelesen. Ihr könnt euch dann halt das Video kurz anhalten. Ich lasse es immer so 5 Sekunden drin. Und ja, dann kennt ihr schon mal eine Minderheit, die hier in China lebt und auch eine recht große mit 10 Millionen. Hajo, was erzählst du denn? Da hätten wir doch gar keine Pause machen müssen. Hier blinkert die Karte. Warum blinkert die Karte? Die Bimo People stand hier. The evolution of the status. Oh, das sind die Sklavenchefs hier wieder. Könnt ihr das lesen? Ach, für die hier Medizin. Noch ein Baum. Guck ich mal noch weiter. Da ist der Weg zur Toilette. Einmal zur Männertoilette steht da das Schild schon. Einmal so.
Oh, ich glaube, das wollt ihr nicht wissen, ne? Hier ist noch ein Raum, da hinten gibt es noch eine kleine Treppe. Los, schnell raus da. This way for visiting. Chinesische Reisegruppe. Und wir kommen hier noch. Oh, gerade frei. Perfekt. Okay, hier gibt es noch so Kulturgüter. Ja, da rasiert sich gerade Live and Bro hier die Haare. Ist nicht das erste Mal, dass ich das hier in China sehe. Ist aber immer wieder witzig. Ja, das müssen wir ganz ans Anfang von Video packen. Ich gehe jetzt hier auf den Boden checken oder was, ob hier Haare sind von denen. Jeder immer rasiert. Hier Haare. Hier geht's weiter, wa? Ja, deswegen. Ui. Wie falsch du doch lagst. Wir sind erst am Anfang. Wir sind erst am Anfang. Das wird doch hier wieder eine Challenge für meine Batterie. Wir haben jetzt die große Gruppe. Hier geht es um Volkscustoms. Schanzen. Fackelfest. Fusha heißt es Neujahrsfest. Immer im Oktober. Okay. Und am 24. Juni des Mondkalenders gibt es immer das Fackelfest. Okay. Nicht an mir rumziehen. After this. 小孩，我们可就是一个祖先的后代了。那听了了解了家世，不能结婚的一家人。为啥姑就两个姑姑？她可是我爸爸亲亲的姐姐，我的妹妹呀。我的姑父永远绝对不会和爸爸一家，他是另外一家的。我们认为只要和父亲没有血缘关系，可以允许优先考虑。Heiratsriten. Überspringen wir mal jetzt, wir heiraten ja nicht. Aber schon erledigt. Okay. Yes, in and out. Ach, hier die Kleidung. Die haben wir ja bei Oma gesehen. Da können wir das ja verknüpfen mit dem Video von der Oma. Die hat auch so einen fetten Hut aufgehabt, fast zumindest.
mit einem kleineren Hut und hier solche Kleidung. Genau. Okay, und da gibt es bestimmte Symbolik. Oder das ist einfach nur... Ah, hier, genau, so ein Kettchen in Silber hat sie gehabt. So ein Zöpfchen. Sattel, ganz wichtig. Diese finde ich immer mit der Pfanne da. Das Trinkgefäß. Hier gibt es noch einen Chefhut mit Vögelchen. So, hier stehen die ganzen Symbolik am Mond. Ja, okay. Die so. Und Paule. Ab in die Sonne. Ah, Ausgang. Der Ausgang. Dann machen wir hier jetzt wirklich das Ende vom Video. Und hoffe, jemand hat Spaß damit. Oder es ist interessant. Wir chillen jetzt, bis der Rest kommt. Ciao. 很快了，只有一点点啊。加油！ Ich点. Yes. Wir sind oben. Wir sind oben. Wir sind ganz oben. Ich drehe um. Ich drehe um für euch.